Grüß dich, Verena. Schön, dass du da bist. Hallo. Das war ja doch ein bisschen ein weiterer Weg für dich, wie gedacht. Ja, dass ich nach Zypern komme, hätte ich nicht gedacht vor einem Jahr. Ja. Und ich hätte es auch gar nicht geschafft. Du bist Ja. vor 3,5 Wochen angekommen und Ja. wie warst du da beieinander? Also ich bin gelandet wie ein Gespenst mit Rollstuhl. Ja, kann ich mich erinnern. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ja. Also, Aber es ist eigentlich schon schräg, weil wir reden ja beide frei nach Schnauze, Dialekt. Ja. Wir sind beide aus Österreich ja, und du hast dann echt nach Zypern kommen müssen. Wie ist da Ja. dazu gekommen? ja, also ich bin jetzt seit 2 Jahren erkrankt und habe wirklich alles probiert. Ich bin ein Jahr, ich nenne es immer Vollzeit gelegen. Das 2. Jahr in Teilzeit. Wobei Teilzeit heißt 18 Stunden am Tag habe ich schon liegen müssen. Also es ist nichts gegangen. Was waren denn die schwersten Symptome? Puh. Also Atemnot, die schlimme, die Brust so zu, der Schwindel und einfach die ganz, ganz fürchterliche Erschöpfung, wo ich vorher im Leben nicht ansatzweise gedacht hätte, dass es sowas überhaupt gibt. Also Zähneputzen ist ein Marathon. Und ich habe Tage gehabt, ich habe mich nicht einmal können im Bett umdrehen. Das allein war schon eine Mordsanstrengung. Oder sprechen. Ich habe Jetzt ist aber zeitenweise so, mit den Kindern nicht reden können. ja. Jetzt ist aber so, dass wir haben vorhin gerade zusammen gegessen, du sitzt Ja, da gemütlich bla, am bla, Meer bla, bla. und eine Stunde geschwatzt. Ja, genau. Das geht jetzt alles wieder. Das geht jetzt, ja. Was war denn der Weg? Du hast jetzt 5 Helperparesen gemacht, gell? Ja. Ich hab Erzähl jetzt, mal, wie ist dir dabei gegangen? Ja, du hast Kombinationstherapie mit anderen Sachen auch gemacht. also wie ist es? Ich bin ich bin gelandet und habe eigentlich mir vorgenommen, mir nicht viel zu denken, weil ich habe irgendwie Angst gehabt, das hat sich so angefühlt, als wenn das meine letzte Hilfe wäre, weißt. Ich habe Angst davor gehabt, was, wenn es mir doch nicht hilft. Und das wollte ich gar nicht denken. Und dann bin ich aber das erste Mal in die Klinik gekommen und ihr seid alle so positiv, also so unaufgeregt, unkompliziert und so positiv. Ja, leider macht das allein nicht gesund, aber, Nein, aber das aber allein es hilft. schon. Aber es hilft. Also ich habe mich aufgehoben gefühlt, weißt Das ist schön. also gut aufgehoben gefühlt, sehr gut sogar. Und auch verstanden. Ich meine, das ist ja auch so ein Thema Das ist bei mir erst mit 2 der Jahre her, ne? Geschichte, gell? Ja. Und dann weiß ich noch, bei der ersten Behandlung bin ich drinnen gelegen im Sessel und dann habe ich mir irgendwann einmal gedacht, wird sie jetzt einmal die Maschine einschalten, wird das jetzt einmal laufen anfangen. Bis ich dann echt gemerkt habe, das läuft ja schon alles. Ja ehrlich, ich habe das gar nicht gemerkt. Ja. Weil ich hab mir gedacht, da merkst du hier irgendwas oder wird da vielleicht schwindelig oder vielleicht, keine Ahnung. Ich habe es nicht einmal gemerkt. Du hast ja davor Immunoabsorption Habe ich probiert. auch gemacht, ja. Das hat ein bisschen was geholfen, glaube ich. Doch, es hat mir geholfen bei die neurologischen Symptome, wo ich gehabt habe. Ja, ja. Also, es hat den Brain Fog bei mir merklich gebessert, der wo auch ganz schlimm war am Anfang. Und das Zittern, Das ist auch besser geworden. ja. Aber was nicht geholfen hat, war, glaube ich, die Nein, bei der Fatigue. Fatigue hat es leider nicht geholfen. Nein. Es hat mir bei vielen anderen Sachen geholfen, aber bei der Fatigue überhaupt nicht letztendlich. Ja, Das heißt, aus dem Bett geholt hat die dann die Helperparese. ja, letztlich. ja, das muss man schon so sagen. Ja. Ja. Wenn du jetzt so abschwiegen müsstest, was würdest du sagen, wie viel Prozent hat die Immunadaption geschafft, wie viel hat die Helperparese geschafft? Bei der Immunadaption war es halt leider in meinem Fall, was nicht so oft der Fall ist. Aber in meinem Fall war es halt leider so,
dass es nach einer gewissen Zeit, nach 3 Monaten, ist es nachher wieder schlechter geworden mit den Symptomen. Ja, Also ich war mit der Immunisation einfach irgendwann einmal wie austherapiert. Das okay. hat mich nicht mehr weitergebracht. Ja. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Die Helperparese im Vergleich dazu, Also von den Prozenten her meinst du? ja, was hat da wie viel braucht ungefähr? So weit man das halt sagen kann. Ja, da tue ich mir schwer mit den Ja. Zahlen. Aber die Helperparese hat mir natürlich wieder vom Körpergefühl her und von der Kraft her habe ich enormen Benefit. Also enorm. Du hättest so Also mit mir mir gar war- nicht reden können, wo du angekommen Nein, bist. ich hätte mit dir so nicht reden können. Nur in einer Viertelstunde hätte mir das Hirn und alles aufgehängt. Also hätte ich müssen herliegen, da war ein Ende Gelände. Ja, ja. Da ist mir einfach die Luft ausgegangen. Aber es war sicher nicht alles einfach oder leicht, weil es ist ja schon, man muss sich zuerst einmal den Mut fassen und sagen, so, jetzt setze ich mich 3 Stunden ins Flugzeug. Ja, ja. Wobei es dann letztendlich viel einfacher gegangen ist, als was ich erwartet habe. Du hast Travel Support Cyprus, den Thomas, der hat da geholfen, Ja, glaube ich auch, gell? ja, der Wie hat war mir der? auch geholfen. Ja, voll nett. Also Super. voll okay. Den mögen die Leute total gern. Ja, Ich bin nein, süchtig nach seinem Superfood-Müsli. ja, ich weiß. Das ist auch gut, ja. Ja. Nein, der hat mir die Unterkunft besorgt. Der hat uns vom Flughafen abgeholt. Der hat das erste Mal den Kühlschrank gefüllt. Also Super. so, dass wenn du da ankommst, hast du dann keinen Stress mehr mit, wo kriegen wir was zum Essen her. Das ist eigentlich eh alles leicht. Geht alles bei App in Zypern, wenn man mal. Oder man geht halt ins Restaurant ums Eck Ja, oder so. genau, Gell? genau, Das ist genau. schon fein. Auch Taxi ist, glaube ich, recht einfach. Taxi ist auch einfach, ja. 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 Nein, das funktioniert reibungslos. So, jetzt ein Resümee nach 3,5 Wochen, weil es ist ja extrem schnell. Vor 3,5 Wochen warst du im Rollstuhl und jetzt sitzt da. Das ist schon, du hast da gar nicht ganz begriffen vielleicht, gell? Nein, habe ich ja nicht. Habe ich wirklich nicht. Mhm. Also, Es war eine lange Zeit bis daher, gell? ja, ja. Aber ist nicht so übel da. Nein. Das ist ganz und gar nicht übel da. Ja. Nein, so wie du sagst, ich brauche noch ein bisschen, bis ich das begreife. Ja. Was glaubst du, wieso es vielen wie uns geht, dass wir wohin müssen? Ich hab nach Deutschland fliegen müssen, du hast nach Zypern fliegen müssen. Wieso kriegen wir vor Ort so wenig Hilfe? Ich glaube nicht, dass das Absicht von den Ärzten ist, aber irgendwas muss es ja sein, dass einem so wenig Leute helfen können. Also, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht wirklich. Und ich hoffe, ich habe Unrecht mit der Annahme, weil ich habe immer die Hoffnung, dass der Mensch ist gut. Der eine hilft den anderen. Und vor allem so sehr, wie der Gesellschaft ist nicht bewusst, was die Krankheit für ein Input ist im Leben, wie sehr wir drunter leiden, was das für massivste Einschränkungen bringt. Und es ist den ganzen Tag im Bett liegen, das ist kein Leben. Aber bei dir ist ja der Hauptschaden nach der Impfung gekommen. Ja, natürlich, ja. Ja. Das ist auch so ein Thema. Also ich meine, ich war vorher immer gesund. Hat der Virus selber auch was gemacht oder was? Der Virus selber, ich war nach der Infektion etwas müder als sonst, aber nicht so gravierend, dass mir das groß aufgefallen wäre. Aber so jetzt im Nachhinein, ich war müder. Aber dann relativ Aber zackig nach der Impfung, hat's gleich. 4 Tage nach der Impfung, war natürlich, das war aus Okay. und aus. Aus Ende. Ich bin ja nicht mehr aus dem Bett gekommen. Okay. Ja. Ja, und warum uns nicht hilft, also was jetzt die Impfung betrifft, habe ich leider Gottes doch schwer den Eindruck, dass da ein bisschen was vertuscht wird, weil ich bin nicht die Einzige. Ich möchte mir aber was Gott nicht zu den Verschwörungstheoretiker einreihen, weil ich finde es absurd, dass ich sagen muss, ich bin kein Impfgegner, aber ich habe die Impfung nicht vertragen oder ich habe die Impfung nicht vertragen, aber ich bin kein Impfgegner. Ich habe mich ja impfen lassen. Wo ist das Problem? Nein, es ist ja keiner Impfgegner bei uns. Also, das verstehe ich nicht. Und es ist einfach so traurig,
dass man nicht genauer hinschaut und dass man in die Patienten, die Ärzte in die Patienten nicht besser zuhören, wenn sie sagen, ich will, aber ich kann nicht. Mhm. Weil die Leute wollen wirklich, aber sie können wirklich nicht. Der Bist du dann Körper psychologisiert worden funktioniert auch? nicht. Ja, natürlich. Man hat mich zweimal auf die Psychiatrie geschickt. Habe ich Wie schnell aber bist du dann wieder nachher, raus? also man hat mich dort gefragt, ob ich Suizidgedanken habe. Das habe ich verneint, weil sonst hätte ich ein Zimmer mit Frühstück gekriegt, sofort. Also die Psychiatrie hätte mich genommen. Mhm. Das Krankenhaus selber nicht. Und das war auch so ein Knackpunkt, wo ich dann heim bin, habe ich begriffen, ich bin jetzt wirklich auf mich allein gestellt. So hat sich das angefühlt. Also es hilft mir niemand. Ich kann mich aber noch an was erinnern, wenn du gerade das sagst. Ja, Weil du genau das Gegenteil dann gesagt hast. Später nämlich, wo wir am Telefon das erste Mal waren. ja, Und wo ein Kärntner, einen anderen Österreicher, in Zypern am Telefon. Ich bin rangegangen und dann hast du kapiert, das ist ja auch ein Österreicher. für mich war gleich einmal klar, nachdem du das selber durchgemacht hast, weißt du, von was du redest und du willst uns sicher helfen. Das kann gar nicht anders sein, weil jemand, wo das einmal durchgemacht hat, der gönnt das seinen ärgsten Feind nicht. Das stimmt, ja. Gell, das stimmt. Das stimmt. Das gönnst niemandem. Nein, nein. Nein. Gibt es irgendwas, was du von der Zeit in Zypern mitnimmst? Weil du sagst, wenn ich nach Hause komme, möchte ich nie wieder drüber reden, ich will es einfach nur noch vergessen. Nein, nicht, so nicht. Einfach, weil jetzt war 2 Jahre lang nur Long-Covid und schlecht und ich kann nicht und es wird nicht besser und was soll ich machen? Und jetzt kann ich das erste Mal wieder so ein bisschen durchschnaufen und ein bisschen spazieren gehen und wieder die schönen Dinge des Lebens will ich jetzt wieder in mein Herz lassen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, klar. Aber Zypern hat definitiv, so wie es ausschaut, mein Leben verändert. Gratuliere Ja. dazu. Ja, Alles richtig gemacht. ja. Super. Also ich bin schon sehr, sehr dankbar. Lass dich mal drücken. Ja. Aber echt. Super.